Niemand sieht mich. Ich bin allein. Nur ein Chip. Nur einer. Ich hatte einen harten Tag. Ich habe es verdient. Salzig. Okay, noch einer. Foul, rote Karte. Anna, leg die Tüte weg. Lukas, wo kommst du her? Wohnst du in meinem Küchenschrank? Nein, aber ich habe einen Süßigkeitenradar. Hallo Anna, hallo liebe Hörer, willkommen zu Teil 2. In Teil 1 haben wir gelernt, wie man gute Gewohnheiten baut. Heute lernen wir das Gegenteil, wie man schlechte Gewohnheiten tötet. Das ist gut, weil diese Chips, sie rufen meinen Namen. Wie bringe ich sie zum Schweigen? Wir drehen die Gesetze aus Teil 1 einfach um. Bist du bereit für die Demontage? Ich bin bereit. Weg mit dem Speck. Erinnerst du dich an Regel 1 für gute Gewohnheiten? Mach es sichtbar. Für schlechte Gewohnheiten gilt, mach es unsichtbar. Aus den Augen, aus dem Sinn. Okay, das bedeutet, ich muss die Chips verstecken? Besser, kauf sie gar nicht erst. Wenn keine Chips im Haus sind, kannst du keine essen. Aber wenn sie schon da sind? Dann lege ich sie ganz oben in den Schrank, ganz nach hinten. Genau. Wenn du sie sehen willst, musst du einen Stuhl holen und klettern. Das unterbricht den Auslöser. Q. Anna, was ist deine schlimmste Gewohnheit? Mein Handy. Sobald es Ping macht, muss ich schauen, auch wenn ich arbeite. Das Handy ist der Endgegner. Wie machst du es unsichtbar? Ich könnte es umdrehen? Das reicht nicht. Leg es in einen anderen Raum oder in eine Schublade. Wenn du es nicht siehst, vergisst dein Gehirn es nach 10 Minuten. Das ist schwer. Wir sind süchtig nach dem Ping. Aber ich werde es versuchen. Handy in die Schublade, Chips in den Keller. Schritt 2. Wir müssen die schlechte Gewohnheit hässlich machen. Wir müssen dein Gehirn umprogrammieren. Warum rauchen Menschen? Weil sie denken, es entspannt sie. Genau. Sie verbinden Rauchen mit Pause und Entspannung. Das ist eine Lüge. In Wirklichkeit ist Rauchen Gift einatmen und Geld verbrennen. Du musst die Bedeutung ändern. Reframing. Okay, wie mache ich das mit Social Media? Ich denke, es ist unterhaltsam. Ist es das wirklich? Oder ist es Zeitverschwendung und Neid? Sag dir selbst, wenn ich scrolle, schaue ich anderen Leuten beim Leben zu, statt selbst zu leben. Autsch, das hat gesessen. Anderen beim Leben zusehen, das klingt traurig. Das ist gar nicht attraktiv. Siehst du? Jetzt hast du weniger Lust zu scrollen. Ich lebe mein Leben, statt anderen zuzusehen. Ich esse gesund, statt meinen Körper zu vergiften. Jetzt kommt meine Lieblingsregel. Erhöhe die Reibung. Mach es so anstrengend wie möglich, die schlechte Gewohnheit auszuführen. Reibung, wie Sand im Getriebe. Genau. Beispiel. Du schaust zu viel Fernsehen. Wie machen wir das schwer? Ich könnte den Stecker ziehen. Gut. Noch besser, nimm die Batterien aus der Fernbedienung und leg die Batterien in einen anderen Raum. Das ist ja extrem. Wenn ich Fernsehen will, muss ich aufstehen, die Batterien holen, sie einlegen. Oh Mann, dafür bin ich viel zu faul. Exakt. Deine Faulheit, dein Schweinehund, wird dein bester Freund. Wenn der Weg zur Gewohnheit anstrengend ist, sagt das Gehirn, »Och nö, lass mal.« Das funktioniert auch mit Geld ausgeben. Ich habe meine Kreditkartendaten im Browser gespeichert. Das ist zu einfach. Ein Klick und zack, gekauft. Lösche die Daten. Wenn du jedes Mal aufstehen und deine Karte holen musst, Dann überlege ich es mir zweimal. Brauche ich diese Schuhe wirklich? Meistens nicht.
Bauen Sie Hindernisse. Seien Sie Ihr eigener Türsteher. Theorie ist gut, aber das Leben ist chaotisch. Was passiert, wenn du Stress hast? Dann fällt das Gehirn in alte Muster zurück. Wir brauchen einen Wenn-Dann-Plan. Wie funktioniert der? Du planst deine Reaktion auf die Katastrophe vorher. Wenn Situation X passiert, dann mache ich Handlung Y. Okay, lass uns das üben. Situation: Ich komme gestresst von der Arbeit und will Pizza bestellen. Was ist dein Plan? Wenn ich gestresst nach Hause komme, dann trinke ich erst ein großes Glas Wasser und atme 5 Minuten tief durch. Sehr gut. Du unterbrichst den Automatismus. Situation 2. Du bist auf einer Party und alle rauchen und trinken Alkohol, aber du möchtest nicht. Wenn mir jemand eine Zigarette anbietet, dann sage ich: Nein, danke, ich bin Nichtraucher und nehme mir ein Kaugummi. Perfekt. Du hast eine Ersatzhandlung. Kaugummi. Schreiben Sie Ihre Wenn-Dann-Pläne auf. Das ist Ihre Versicherung gegen Rückfälle. Anna, ich habe eine schlechte Nachricht. Du wirst scheitern. Hey, danke für das Vertrauen. Niemand ist perfekt. Es wird einen Tag geben, an dem du die Pizza isst. Es wird einen Tag geben, an dem du keinen Sport machst. Das ist okay. Das Problem ist nicht der Fehler. Das Problem ist die Kette. Du meinst, wenn ich einmal aufhöre, höre ich für immer auf? Oft ja. Wir denken, jetzt ist eh alles egal. Aber hier ist die Regel der Profis. Verpasse nie zweimal. Das heißt, ein Tag Pause ist okay. Ja, einmal ist ein Ausrutscher, aber zweimal ist der Beginn einer neuen, schlechten Gewohnheit. Wenn du am Montag den Sport verpasst, musst du am Dienstag gehen, egal was passiert. Das nimmt mir den Druck. Ich muss nicht perfekt sein. Ich muss nur schnell zurückkommen. Comeback stärker als der Rückschlag. Ein letzter Trick, um schlechte Gewohnheiten zu brechen. Mach es peinlich oder teuer. Wie bitte? Wir brauchen einen Rechenschaftspartner, jemanden, der dich kontrolliert. Wir machen einen Vertrag. Einen Vertrag? Mit Unterschrift? Ja, Anna, wenn du diese Woche nicht 3-mal Sport machst, musst du mir 50 € geben. 50 €? Bist du verrückt? Das ist viel Geld. Genau, deshalb wirst du den Sport machen. Nicht, weil du motiviert bist, sondern weil du dein Geld behalten willst. Verlustangst ist stärker als Motivation. Das ist brutal, aber effektiv. Ich hasse es, Geld zu verlieren. Okay, ich mache es, aber du musst mich auch kontrollieren. Abgemacht. Suchen Sie sich einen Partner. Erzählen Sie ihm von Ihrem Plan. Sagen Sie, wenn ich scheitere, lade ich dich zum Essen ein. Der soziale Druck wird Ihnen helfen. So, Anna, wir haben die schlechten Gewohnheiten eingekreist. Lass uns wiederholen. Unsichtbar machen, Handy in die Schublade, Chips gar nicht erst kaufen. Unattraktiv machen, Rauchen ist Gift, nicht Entspannung. Schwer machen, Batterien aus der Fernbedienung nehmen, Reibung. Notfallplan, wenn Stress, dann Wasser trinken. 2-Tage-Regel, einmal verpassen ist okay, zweimal ist verboten. Anna, ich bin stolz auf dich. Du hast Werkzeuge. Du bist kein Opfer deiner Gewohnheiten mehr. Du bist der Architekt. Ich fühle mich stark. Ich werde jetzt die Chips in den Müll werfen. Vielleicht esse ich noch einen. Anna? War nur ein Scherz. Sie fliegen raus und das Handy kommt in den Flugmodus. Liebe Hörer, Gewohnheiten zu ändern ist schwer, aber es ist der einzige Weg zu einem besseren Leben. Fangen Sie heute an. Brechen Sie eine kleine schlechte Gewohnheit. Und suchen Sie sich einen Partner, dem Sie 50 € geben müssen. Das hilft wirklich. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Teil, wo wir über Ziele und Visionen sprechen. Tschüss und bleibt diszipliniert.
Auf Wiedersehen.